Vom Prinzen zum Praktikanten. Lukas war ein junger Mann. Er lebte in einem großen Haus, trug teure Kleidung und aß in den besten Restaurants. Er hatte nie über Geld oder Arbeit nachgedacht, denn sein Vater war reich. Wenn Lukas etwas wollte, ein neues Handy, eine Reise, ein teures Geschenk, fragte er einfach seinen Vater und er bekam es. Seine Freunde sagten oft, du musst an die Zukunft denken. Aber Lukas lachte nur. Für ihn war das Leben einfach und schön. Er schlief lange, frühstückte im Bett und verbrachte den Tag mit Fernsehen oder Feiern. Arbeit, Verantwortung, das war für andere Leute. Doch eines Tages änderte sich alles. Am Morgen rief sein Vater ihn ins Wohnzimmer. Sein Gesicht war ernst. »Lukas«, sagte er, »du bist kein Kind mehr. Du musst lernen, was das Leben wirklich bedeutet.« Lukas verstand nicht. Er lächelte. »Ich habe doch alles, was ich brauche.« Aber sein Vater antwortete ruhig, »Du hast alles, weil ich hart arbeite. Doch eines Tages werde ich nicht mehr da sein.« Am nächsten Tag nahm der Vater seinen Sohn mit in die Stadt. Sie fuhren nicht zu einem Einkaufszentrum oder Restaurant. Sie hielten in einem alten Viertel. Die Straßen waren schmutzig, die Häuser alt. Menschen arbeiteten auf der Straße, ein Mann verkaufte Obst, eine Frau nähte Kleidung in einem kleinen Laden. »Siehst du sie?«, fragte der Vater. »Sie arbeiten hart, jeden Tag, ohne Pause. Sie klagen nicht, sie kämpfen für ihre Familien.« Lukas sah sich um. Zum ersten Mal bemerkte er, wie viele Menschen arbeiten mussten, nur um zu überleben. Er sagte nichts, aber etwas in ihm veränderte sich. Am Nachmittag fuhren sie zum Büro seines Vaters. Es war groß, voll mit Menschen, Telefonen, Papieren und Lärm. Der Vater führte Lukas in sein Büro. »Weißt du, was ich hier mache?«, fragte er. Lukas zuckte mit den Schultern. »Ich treffe Entscheidungen, löse Probleme und trage Verantwortung für viele Menschen. Und ich mache das alles für dich.« Dann gab er Lukas ein kleines Notizbuch. »Morgen beginnst du hier zu arbeiten.« Lukas war schockiert. »Ich? Arbeiten?« Doch der Vater nickte nur. »Ja, es ist Zeit.« Am nächsten Morgen stand Lukas früh auf. Zum ersten Mal. Er war müde, aber sein Vater wartete schon. »Hier ist dein Mittagessen.« Er gab ihm eine kleine Tasche. »Heute bist du ein Arbeiter.« Im Büro wurde Lukas nicht in das große Büro seines Vaters geführt, sondern in einen kleinen Raum mit vielen Schreibtischen. Ein Mann mit Brille begrüßte ihn. »Ich bin Herr Wilhelm. Du arbeitest heute mit mir.« Herr Wilhelm war streng. Er zeigte Lukas einen Stapel Papiere. »Finde die Fehler in den Zahlen. Arbeite schnell.« Lukas setzte sich. Die Arbeit war langweilig und schwierig. Nach einer Stunde schmerzten seine Augen, später sein Rücken. Niemand redete, niemand lachte, alle arbeiteten. Zur Mittagspause war Lukas erschöpft. Er aß sein einfaches Essen und beobachtete die anderen. Sie redeten kurz, lachten ein wenig, aber dann arbeiteten sie weiter. Keine langen Pausen, kein Luxus, nur Arbeit. Am Nachmittag machte Lukas viele Fehler. Herr Wilhelm schüttelte den Kopf. »Nochmal!« Lukas wollte protestieren, aber er tat es nicht. Er machte weiter.
Als der Tag vorbei war, war Lukas müde, aber auch stolz. Am nächsten Tag war er wieder früh wach. Er arbeitete konzentrierter. Herr Wilhelm sagte am Ende: Besser. Nur ein Wort, aber es fühlte sich gut an. Besser als teure Geschenke, besser als ein fauler Tag. Woche für Woche lernte Lukas mehr. Er verstand, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Er begann, die Arbeit seines Vaters zu respektieren und die Arbeit aller anderen. Eines Tages rief sein Vater ihn wieder in sein Büro. Er sagte: Du hast dich verändert. Du bist bereit für mehr. Dann gab er Lukas einen kleinen Schlüssel. Das ist dein eigenes Büro. Jetzt beginnt dein nächster Schritt.